Hallo und herzlich willkommen bei einem Invitario-Jahresrückblick auf das Jahr 2025. Heute mit meinem lieben Kollegen, dem Marco. Hallo Stefan, freut mich, dass wir wieder gemeinsam im Studio stehen. Es gibt immer ein Problem, wenn wir zwei hier sind. Wir reden gern und lang. Vor allem als Produktmanager rede ich natürlich sehr, sehr gerne über mein Produkt, über unser Produkt. Was sagen wir dazu, wenn wir es versuchen, in 10 Minuten, das ganze Jahr 2025? Fast unmöglich, aber lass es uns probieren. Passt. 10 Minuten. Der Timer rennt. Ab jetzt. Ab jetzt. Unsere Kundinnen und Kunden werden immer internationaler. Invitario kommt auf der gesamten Welt zum Einsatz. Dementsprechend haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema Sprachen beschäftigt. Ganz genau. Also vielleicht ganz kurz, das Frontend, wir wissen, Invitario kann in vielen Sprachen verwendet werden und man kann Webseiten in vielen Sprachen verwenden. Mittlerweile sind es fast 20 Sprachen, also wir haben hier einige Sprachen hinzugefügt. Man kann als Gast einfach zwischen den Sprachen hin und her switchen, aber die eigentliche Magie, die passiert im Hintergrund. Und zwar für diejenigen, die schon einmal mehrsprachige Events gemacht haben, die kennen diese dynamischen Inhalte, die man verwenden musste und diese vielen Übersetzungsvariablen mit dem Prozentzeichen. Das gehört der Vergangenheit an. Wir können jetzt Inhalte direkt dort, wo wir sie schreiben, übersetzen. Wir haben jetzt hier diese Tabs, wo wir zwischen den Sprachen hin und her wechseln können. Ein kleines Mini-Update, das für mich sehr spannend ist dieser Copy-Paste von Inhalten, weil nämlich, wenn wir den Inhalt jetzt einfügen, wird die Formatierung übernommen. Sehr schön, ja. Das ist auch sehr schön. Wie gesagt, Sprachenübersetzungen so einfach wie nie. Auch für kurze Eingabefelder. Wir sehen das zum Beispiel im Formular. Wir haben hier die Möglichkeit, im Formular bei den Feldern und bei allen anderen kleinen, kurzen Eingabefeldern in Invitario Übersetzungen zu bearbeiten. Auch hier so einfach wie noch nie. Super praktisch. Auch bei den Zielgruppen gibt es eine Neuerung, nämlich globale Zielgruppen. Das werden wir uns gleich ansehen. Sehr eine Funktion generell, die fast bei jeder Veranstaltung genutzt wird. Ja, Zielgruppen natürlich ganz wichtig. Zielgruppen haben auch eine neue Sprache gelernt. Und zwar Mensch. Wir können es jetzt lesen und verstehen. Und das können wir uns ansehen. Hier bei dieser Zielgruppe zum Beispiel. Wir haben bei dem Filter jetzt die Möglichkeit, nichts mehr Kryptisches mit Zahlen lesen zu müssen, sondern direkt den Inhalt der Zielgruppe zu erkennen. Außerdem bei den Zielgruppen selbst habe ich die Möglichkeit, diese Bedingungen zu verändern per Toggle. Also ich muss nichts mehr tippen, sondern ich kann ganz einfach hier das anpassen. Man kann auch Logikgruppen hinzufügen. Diese Logikgruppen sind dazu gedacht, dass man mehrere Bedingungen verknüpft. Also ich brauche keine Zielgruppen in Zielgruppen mehr, sondern ich kann wirklich mit einer Zielgruppe meinen Anwendungsfall sehr, sehr schön abdecken. Die globalen Zielgruppen hast du schon angesprochen, Stefan. Da ist es so, wir sehen hier im Event ist eine ausgegraute Zielgruppe, die kommt vom Account. Also ich als Account Manager kann meine Zielgruppen, in dem Fall ist es jetzt hier diese Invitario Teammember Zielgruppe, als global markieren, kann sie jetzt dann dementsprechend definieren und das bedeutet, dass für alle Events diese Zielgruppe verwendet werden kann. Sehr hilfreich. Damit kann ich vermutlich auch bestimmte Kontakte in einer Zielgruppe zusammenfassen, die ich zum Beispiel nicht auf meiner Veranstaltung haben möchte. Genau, also man kann hier ganz einfach eine Kompetitoren-Zielgruppe erstellen, kann die entsprechend erweitern und wenn ich sie dann auf Account-Ebene update, dann wird sie auch in allen Events abgedatet. Und das ist das Schöne daran, ich muss nicht mehr in meine einzelnen Events gehen und das hier umsetzen. Nächstes Thema ist die Automatisierung der Eventkommunikation. Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, weil es eine große Erleichterung in der täglichen Arbeit unserer Kundinnen und Kunden ist. Genau, also die meisten kennen vielleicht diesen Versand planen, den man in Invitario machen kann. Das war immer möglich zu einem bestimmten Zeitpunkt, den man festgelegt hat. Also so ein mehr oder weniger No-Touch-E-Mail-Versand. Aber jetzt ist es so, dass man diesen E-Mail-Versand auch entsprechend dem Datum eines Events oder einer Session festlegen kann. Also das ist dann dynamisch. Ich kann hier zum Beispiel für meine Follow-up-E-Mail an diese Session-Teilnehmer, kann ich sagen, ich möchte das relativ zu einer Session, also zu dieser User-Centric Design Session, möchte ich das planen. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, einen Tag nach
der Session, dann plane ich das entsprechend. Und wenn sich jetzt dann meine Session-Zeit oder das Datum insgesamt ändert, dann will sich auch der Versand dieser E-Mail anpassen. Besonders schön natürlich, dass ich das auch in Template speichern kann. Das heißt, ich kann wirklich ein Template bauen, gerade für virtuelle Veranstaltungen, wo diese gesamte E-Mail-Kommunikation voreingestellt ist. Also Erinnerung 1 Stunde davor, Follow-up einen Tag danach oder wie auch immer ich diese Einstellungen vornehmen möchte. Ja, weil du von virtuellen Events sprichst, wir wissen ja aus unserer Invitario-Studie und natürlich auch von den Userzahlen, dass Webinare super, super wichtig sind in den Event-Portfolios unserer Kundinnen und Kunden. Dementsprechend gibt es auch hier ein spannendes neues Feature. Ganz genau. Ich kann digitale Sessions als On-Demand markieren. Also ich kann meiner digitalen Session sagen, sie soll On-Demand zur Verfügung stehen und dadurch kann ich das Anmelden zu einer dieser Sessions auch, wenn sie in der Vergangenheit liegt, ermöglichen. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel einen Session-Kalender bauen, wo meine vergangenen Webinare und meine Webinare, die in der Zukunft liegen, beinhaltet sind und dadurch natürlich Leads generieren für bereits produzierten Content. Das macht Invitario noch mehr zum Hub für wirklich alle Veranstaltungen im Eventportfolio unserer Kunden. Und kommen wir aber zurück in die reale Welt, ja, zu den Präsenzveranstaltungen. Da spielt natürlich das Thema Check-in eine ganz große Rolle. Und da muss man sagen, seit diesem Jahr gibt es keine Entschuldigung mehr für das Nichterfassen der Teilnehmenden auf einer Veranstaltung. Ganz genau. Also wir haben einen sogenannten mobilen Web-Check-in implementiert. Das ist eine große Initiative, die wir auch gestartet haben in diesem Jahr. Das ermöglicht allen unseren Nutzerinnen und auch Check-in-Hosts und Hostessen mit jeglichem Endgerät diesen Check-in durchzuführen. Das funktioniert folgendermaßen. Ich kann in meiner Check-in-Konfiguration jetzt hier die verschiedensten Arten des Check-ins aufrufen. Wenn ich eben diesen mobilen Web-Check-in aufrufen möchte, dann öffne ich die Kamera auf meinem Handy, scanne diesen QR-Code, den ich aus Invitario direkt scannen kann oder auch aufgrund der Anleitung, die wir zur Verfügung stellen, die ich versenden kann, per E-Mail oder ausdrucken. Und habe dann hier die Gästeliste auf meinem Smartphone. Ich kann auch hier, und das ist das Schöne, den Session-Check-In direkt durchführen. Kann jetzt hier zum Beispiel für diese User-Centric Design Session, zu der du dich angemeldet hast. Natürlich, ja. Kann ich hier mit meinem Handy direkt diesen Scan durchführen. Fantastisch. Also mit allen Endgeräten, mit Smartphones, mit Tablets, auch mit Laptops lässt sich dieser Web-Check-in nutzen, natürlich als Ergänzung zu unserer iOS-App, die natürlich weiterhin zur Verfügung steht. Am Check-in auch häufig genutzt wird das Drucken von Namensschildern. Dementsprechend haben wir uns auch dem Thema gewidmet. Ja, also wir haben einerseits den PDF-Editor erweitert, der uns ermöglicht, diese Namensschilder zu gestalten. Also da gibt es jetzt einige Updates, was die Formatierung betrifft, die Platzierung des QR-Codes. Und es gibt ein weiteres Druckerformat, das ist ein Epson-Drucker, der im sogenannten Butterfly-Format druckt. Ich kann das kurz herzeigen hier. Also es gibt diese Badge-Art, die man hier vielleicht sieht, die nichts anderes ist als auf beiden Seiten vollfarbig bedruckter Butterfly-Badge, der aus dem Drucker kommt, gefalten werden kann und an Events direkt übergeben werden. Ja, lässt sich innerhalb weniger Sekunden drucken, eben beidseitig vollfarbig und auch randlos, sehr, sehr hochwertig. Und ja, wir kommen schon in das Finale. Ein paar Highlights aus dem Jahr 2025 haben wir aber noch dabei. Ja, also es gibt einige Dinge, die wir zusätzlich bearbeitet haben. Barrierefreiheit war in diesem Jahr ein großes Thema. Wir haben hier ein paar Updates gemacht, um die Webseiten von Invitario noch barrierefreier, also inklusiver zu gestalten. Es gab auch ein Update für den Eventkalender, das vor allem für Kunden, die mit vielen hunderten Events arbeiten, spannend ist, also für große Eventkalender. Es gab, das wird dich jetzt sehr freuen, ein Update im Design. Da gibt es jetzt mehr Farben, die zur Verfügung stehen, die man verwenden kann. Wir haben es ermöglicht, das Logo eines Unternehmens in den QR-Code zu platzieren. Und es gab ein paar Sicherheitsupdates, wo wir einfach Spots jetzt noch schwerer machen, durch Capture-Updates sich für Veranstaltungen zu registrieren. Ein ganz großer Schwerpunkt in diesem Jahr lag allerdings im Hintergrund, nämlich im Bereich der technischen Infrastruktur. Ja?
Genau, also vielleicht einige von Ihnen haben die Nachricht schon mitbekommen. Wir haben ein spannendes Update, was die Infrastruktur betrifft, in den nächsten Tagen und Wochen. Wir machen einen Wechsel zu einer sogenannten Serverless-Infrastruktur. Das bedeutet, dass zukünftig je nach Traffic unsere Server hochskalieren oder runterskalieren. Für den User und die Userinnen bedeutet das schnellere Ladezeiten und größere Stabilität. Ja, also mehr Performance für die Event-Kampagnen. Und lass uns noch einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2026 machen. Da kommen ja wirklich ganz, ganz große Updates auf uns zu. Auf uns, genau. Ganz genau. Also, wir haben eine große Devise bei Invitario 2026. I.O. ist gleich UI plus AI. Das zählt nicht. Wir sind schon bei 26. Wir haben gesagt, Ja, 25. Für 26 haben wir noch eine halbe Stunde. Also ganz kurz, was bedeutet das? Invitario wird einen ganz großen Fokus auf die Benutzeroberfläche legen, also die UI und die UX, die Experience und wie eben unser Interface benutzt wird. Einige ausgewählte Nutzerinnen werden das gleich im nächsten Quartal merken. Wir werden hier jetzt peu à peu verschiedenste Updates ausrollen. AI, was bedeutet das? Ein Update, das wir schon verraten können, von den vielen, die anstehen im nächsten Jahr, sind automatisierte Übersetzungen mit AI. Also dieses Zusammenspiel zwischen den Updates, die wir in diesem Jahr hatten, plus weitere Automatisierung. Ja, mehr wird jetzt noch nicht verraten, aber wir halten euch natürlich oder wir halten Sie natürlich weiter am Laufenden und wünschen jetzt noch ein schönes Finale, einen schönen Endspurt des Jahres und freuen uns dann auf ein Wiedersehen im neuen Jahr. Ganz genau. Alles Gute. Alles Gute.